Online-Kurse erstellen und deinen Umsatz sogar damit verdoppeln. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na klar, denn du bist hier im Online-Business Mentoring. Und in diesem Video schauen wir uns an, wie du dein Wissen in fertige Online-Kurse bringst, die du vielleicht in wenigen Tagen oder Wochen fertig hast, danach deinen Umsatz verdoppelst und noch mehr Kunden gewinnst, als du dir jemals hast träumen können. Bist du bereit? Dann schau dir genau dieses Video an. Du möchtest dein Wissen in digitale Produkte verwandeln, deinen Umsatz verdoppeln und tausende Neukunden pro Jahr gewinnen. Doch bis jetzt bist du immer noch gefangen in deiner Zeit gegen Geld Falle. Du arbeitest für Stunden mit deinen Kunden und je mehr du arbeitest, umso erschöpfter wirst du irgendwann. Und auch dein Tag hat nur 24 Stunden und hier erschöpft sich irgendwann deine Energie langfristig. Du möchtest aber mehr Zeit, mehr Umsatz, mehr Kunden und natürlich mehr Flexibilität beim Arbeiten, nämlich jetzt ein Online-Business aufbauen. Mit diesen 5 Punkten kannst auch du Online-Kurse erstellen und dein Wissen später zu Geld machen. Das Wichtigste ist, dass du erstmal anfängst und bevor du jetzt wochenlang fertige Kurse aufnimmst, dir ein extra Filmequipment dafür holst oder ein Filmteam, um deine Online-Kurse zu erstellen, fang doch erstmal klein an. Und hier kommen wir schon zu unserem ersten Punkt, mach Minikurse. Minikurse sind kleine Produkte zwischen 30 und 70 Euro. Die können sogar einen Wert darunter haben, wenn du zum Beispiel ein E-Book hast. Erstelle aus deinem Wissen ein Appetithappen für deine Kunden, den die sowieso als erstes brauchen, immer der erste Schritt auf dem Weg zu deinem Coaching, immer der erste Weg, den du sowieso erklären musst, während du mit jemandem anfängst zusammenzuarbeiten. Erzähl deine Strategie, erzähl bestimmte Tools, erzähl alles, was dir geholfen hat auf deinem Weg. Und das sind dann so wie so kleine Appetizer, vielleicht eine ganze Serie von kleinen Minikursen, die immer diesen ersten Schritt symbolisieren. Ein Minikurs sollte deinen Kunden Appetit auf mehr machen. Sie haben Bock, noch mehr von dir zu konsumieren, denn sie haben da schon eine ganze Menge von dir bekommen. Fanden deine Kunden das gut? War das ein Win-Win für euch beide? Also du hast irgendwie bis zu 70 Euro erhalten und dein Kunde hat tolles Wissen erhalten. Dann ist er auch bereit, den nächsten Schritt zu machen. Ein Superfan zu werden, ein treuer Kunde, der immer wieder kauft. Um den Kauf überhaupt möglich zu machen, brauchst du den Punkt 2, nämlich die Verkaufsseite. Auch hier brauchst du keine sixtinische Kapelle erstellen, sondern einfach eine Möglichkeit, den Kurs zu erwerben. Und hier sollten die wichtigsten Punkte drauf. Für wen ist der Kurs geeignet? Warum sollte man ihn kaufen? Warum braucht man diesen Kurs? Wie viel Zeit brauche ich für den Kurs? Wie kann ich ihn erwerben? Und was ist drin, wenn ich kaufe? Und natürlich deine Geschichte, warum hast du überhaupt diesen Kurs entwickelt? Denn Kunden mögen es, von einer Personenmarke zu kaufen, also von dir, dass du dein Wissen weitergibst und genau warum, das stellst du auch in dieser Landingpage dar. Eine Verkaufsseite ist also eine Seite, die immer wieder dahin führt, dass man einen Schritt macht. Also entweder bei einem Gratisprodukt wäre das ein Eintrag mit E-Mail-Adresse und bei einem fertigen Online-Kurs wäre das natürlich der Kauf. Und wenn das Produkt gar nicht für mich ist, dann sagen mir schon die ersten 3 Sekunden, das ist nicht mein richtiger Kurs oder genau das Richtige. Dieser Kurs ist für dich, wenn du als Mutter Geld verdienen möchtest. Keine Ahnung, was dein Thema ist. Also die ersten 3 Sekunden sind entscheidend auf deiner Landingpage, ob dein Kunde sich zugehörig fühlt. Drittens, dann brauchst du natürlich einen Zahlungsanbieter, um dir Zeit zu ersparen und nicht jetzt irgendwie 70 Rechnungen zu schreiben. Denn dafür gibt es Zahlungsanbieter zum Beispiel wie Digistore24, mit denen ich arbeite. Ich erstelle dort ein Produkt und ich habe dir ein ganzes Tutorial aufgenommen, das verlinke ich hier drunter unter dem Video. Du erstellst dort deinen Online-Kurs als Produkt mit einem Foto, gibst dem Ganzen einen Preis und verlinkst dann den Button auf deiner Verkaufsseite mit dem Produkt bei Digistore. Und schon kann der Kunde dort drücken, es ist anklickbar. Dein Wissen ist auf Knopfdruck erhältlich, auch an einem Sonntagabend, wenn das Problem deines Kunden ganz doll drängt. Hier stehst du jederzeit zur Verfügung und so für alle Leute, die genau deine Lösung brauchen, also Aktien lernen oder abnehmen oder Liebeskummer heilen, was auch immer dein Thema ist. Viertens, wie kommt dein Kurs nun an deine Leute? Dafür kannst du deinen Kurs bewerben.
Du fängst jetzt also an, über Social Media etwas über dieses Thema deines Kurses zu erzählen. Das machst du idealerweise ein paar Wochen lang, nicht nur einmal. Denn ein Post ist noch kein Online-Business. Und hier kannst du deine Community, die du kennst, die kannst du über deinen WhatsApp-Status, über all die Kanäle, die du nutzt, dann anfangen, deinen Kurs zu seeden, also den Keim zu setzen für den Kauf deines Kurses. Das fängst du am besten schon jetzt an dem Tag 1, wo du jetzt darüber nachdenkst, Online-Kurse zu erstellen und nicht erst, wenn sie fertig sind. Du nimmst deine Leute mit auf die Reise, sodass sie begeistert und gespannt sind, wann dieser Kurs rauskommt. Du launchst diesen Kurs, also du gibst diesen Kurs raus in eine Art Sog-Marketing. Du kannst also organisch deine Community darauf vorbereiten, dass dieser Kurs rauskommt. Ähnlich wie mit einem Buch würde ich das genauso machen. Also mehrere Wochen darüber erzählen und dann endlich ist es soweit, endlich kommt dieser Kurs raus. Oder du kannst Werbung schalten über Meta-Ads, über Google Ads oder über YouTube, wo auch immer deine Zielgruppe ist. Überall gibt es die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu investieren, um Kunden zu erreichen, die genau deine Zielgruppe sind. Das geht auf LinkedIn, das geht auf TikTok. Schau einfach ganz genau, wo deine Zielgruppe ist, damit du sie mit wenig Geld erreichst. Und hier kommen wir zum 5. Punkt und zum wichtigsten Punkt in dieser Reise mit kleinen Online-Kursen, die vielleicht noch nicht deine Miete wieder reinbringen, aber einen ersten Schritt sind auf der Reise mit deinem Kunden zusammenzuarbeiten. Denn hier beginnt das Upselling. Entweder du machst im Verkaufsprozess weitere kleine Kurse hinten ran und sagst, nimm doch auch noch die perfekte Ergänzung, mein E-Book dazu oder das Workbook zum Kurs oder bestimmte Power-Sessions, Meditationen oder Energiereisen, die man zu diesem Kurs noch braucht oder das Rezeptebuch. Schon hast du wieder neue Ideen, um weitere Kurse aufzubauen. Irgendwann hast du so eine komplette digitale Akademie und hier kannst du verschiedene Häppchen zusammenbringen, die zu einem Thema passen, sodass ich, wenn ich jetzt Aktien lernen will, dann nehme ich noch das Workbook oder den Tagesplaner dazu oder ein bestimmtes Tool, was mir sagt, mit welcher App ich dann die Aktien kaufen soll. Außerdem sollte dieser Upsell nicht nur das eine Ziel haben, die Werbekampagne wieder reinzuholen, sondern natürlich auch Lust auf mehr zu machen für dein Coaching. Auch hier kannst du zum Beispiel ein Webinar erstellen, was dazu leitet, dass man ein größeres Produkt oder sogar ein mehrere Monatsprogramm bei dir kauft, ein Gruppenprogramm oder 1:1. Das ist deine Reise im Upsell und dieses Prinzip nennt man dann Sales Funnel, also vom ersten Kontakt, vom ersten Post, WhatsApp-Status bis hin zum Kauf eines großen Coachings. Da durchwandert dein Kunde eine Art Sales Funnel, eine Art Verkaufstrichter. Als Bonus kannst du sozusagen jetzt ein Gratisgespräch mit dir anbieten, wenn du noch die Zeit dafür hast. Also jetzt vom Minikurs das Problem lösen, lass uns das richtig angehen, komm in mein Klarheitsgespräch, komm in mein Strategiegespräch, wo wir schauen, was die richtigen Schritte sind. Und hierzu möchte ich dich natürlich auch jederzeit gerne einladen. Den Link findest du über meine Webseite. Das Fazit also, alles was du brauchst, um fertige Online-Kurse zu erstellen und deinen Umsatz damit sogar zu verdoppeln, indem du einfach passives Einkommen generierst und auch noch mehr Coaching-Kunden 1:1 gewinnst oder in eine Gruppe holst. Das alles ist eine Art Sales Funnel. Um das richtig zu machen, um diese richtigen Schritte zu gehen, komm doch in meine Akademie, lass uns einfach mal reden, wo du stehst und wo du hin möchtest, in einem unverbindlichen Klarheitsgespräch. Komm jetzt auf meine Seite und meinen Blog und dann erfahre mehr darüber, wie ich mit Online-Kursen und mit der Minikursmethode vor allen Dingen meine Umsätze seit 2017 kontinuierlich verdoppelt habe. Alles Liebe und viel Erfolg damit, deine Jyotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.